Also Kühlung hat im Prinzip 3 Hauptaufgaben. Kühlen, Schmieren und Spänetransport. Das sind die 3 wichtigen Aufgaben eines jeden Kühlschmierstoffes. Jede Art Zerspannung, das heißt nur ein Bohren, jede Art der Zerspannung hat ein ähnliches Problem. Die Schnittgeschwindigkeit, mit der lässt sich im Prinzip 80% aller Zerspannungsprobleme klären. Ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Werkzeugtechnik mehr kann als die Maschinentechnik. Das sind oft mit den Werkzeugtechniken kommen wir an die Grenze der Maschine. Also ich könnte viel schneller fahren, als die Maschine kann. Ich könnte viel schneller drehen. Ich könnte mit viel höheren Schnittgeschwindigkeit fahren, als die Maschine überhaupt kann, weil die Maschine in der Werkzeugspindel irgendwo bei 28.000 begrenzt ist, bei einer normalen, sage ich mal, Werkzeugformenbohrmaschine. Oder ich habe eine Highspeed-Maschine, da kann sie 42.000. Hat aber nicht das Drehmoment, einen 16er Fräser zum Beispiel laufen zu lassen. Da komme ich sehr schnell an die Grenzen. Also mit modernen Schneidstoffen komme ich, behaupte ich, als Werkzeughersteller schneller an die Grenze einer Maschine, wie die Maschine an die Grenze der Werkzeuge. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge von Rund ums Drehen. In der heutigen Folge geht es um Werkzeuge, Zerspannwerkzeuge. Und dazu haben wir 2 extreme Spezialisten natürlich hier mit eingeladen. Viele von euch kennen den einen rechts von mir schon, Daniel. Hallöchen, servus. Und den anderen, den Herrn, den Matthias Oettle, der ist noch unbekannt, aber den würde ich gerne jetzt vorstellen. Matthias Oettle ist Lehrbeauftragter an der HFU. Er ist Zerspannungsspezialist seit unzähligen Jahren, würde ich sagen, oder? Ja, seit über 40 Jahren fast, ja. Also schon eine lange, große Hausnummer. Und deshalb ist es einfach umso wichtiger, dass wir uns heute mal mit dem Thema beschäftigen, wie geht der Matthias an Zerspannungsprobleme ran? Wie identifiziert er die? Wie löst er die? Und was gibt es am Ende für Ergebnisse, die man da nehmen kann zum Ganzen? Natürlich haben wir hier auch den Daniel bei uns, der ist auch ein Zerspannungsspezialist, alter Anwendungstechniker-Hase, alter Werkzeugschleifhase. Also ihr seht, da ist wirklich massiv geballtes Wissen hier mit am Tisch. Und ich würde sagen, steigen wir noch mal ein, das Thema. Oder steigen wir doch damit mal ein. Matthias, du hast ja mal vor langer Zeit mal einen Artikel geschrieben. Da ging es einfach um die Art und Weise, wie man an Zerspannungsprobleme rangeht, wissenschaftlicher Art, richtig? Richtig, ja. Und ja, wie löst du denn das? Wie sieht da so die Aufgabenstellung für dich aus und wie kann man das Ganze so angehen? Also es kommt immer darauf an, wie die Aufgabenstellung an mich herangetragen wird. In der Regel sind es irgendwelche Standmengenprobleme oder Oberflächen- oder Maßprobleme. Und da schaue ich mir als allererstes mal das Umfeld überhaupt an, das ich dort vortreffe. Also der eigentliche Prozess steht erstmal im Hintergrund, sondern erstmal muss das ganze Umfeld analysiert werden. Das heißt, die ganzen Gegebenheiten rund um die Maschine herum, sei es jetzt Bauteilzuführungen, das Handling davon und dann eben die Späne, also im Grunde die Ausscheidungen der Maschine, ähnlich wie wenn du mit Magenschmerzen oder irgendwas zum Arzt gehst, dann schaut er auch erstmal die ganzen Grunduntersuchungen und deine Ausscheidungen an. Und da kann man sehr viel dran erkennen. Was könnte denn an so einem Span so ein möglicher Salmonellenbefall sein? Ja, also da sage ich mal, die Pathologie eines Spanes ist sehr umfangreich. Also grundsätzlich kann man am Span die Farbe der Späne kann man sehr viel beurteilen. Die Form der Späne, die Ränder der Späne. Natürlich muss ich im Vorfeld wissen, welches Material wird denn zerspannt, logischerweise. Aber wenn man jetzt einen Werkzeugstahl zum Beispiel zerspannt und man hat blau angelaufene Späne, dann sind es schlichtweg Anlassfarben, die man da sieht. Und anhand der Farben kann man schon Rückschlüsse auf die Zerspantemperatur schließen, die in der Maschine herrscht. Ist es dann gut, wenn der Span blau glühend aus der Maschine kommt oder nicht so gut? Wie immer kommt es darauf an, was ich machen möchte. Also wenn ich jetzt einen Frässpan zum Beispiel habe und der ist blau und ich habe ein Standmengenproblem, dann weiß ich schon mal, dass die Zerspantemperatur da drin eventuell zu hoch ist. Dann muss ich mir Gedanken drüber machen, wie kriege ich die runter, die Zerspantemperatur. Okay.
Und also da gibt es ja so eine alte Weisheit dazu, wenn wir eben gerade beim Werkzeugstahl, nehmen wir mal dieses Beispiel, wenn ich den jetzt fräse und ich habe beispielsweise irgendeine Werkzeugform, eine Pressform, eine Spritzform, irgendwas, was ich da draus fräse. Meine Späne sind mehr oder weniger blau bis schwarz irgendwo. Ich kann aber direkt nach dem Fräsen sowohl das Werkzeug anfassen, als auch die zerspannte Oberfläche anfassen und die sind kühl. Sagt man ja in aller Regel, das spricht eigentlich für den Zerspannungsprozess. Absolut richtig. Das ist dann die ergänzende Diagnose von dem Ganzen. Erstmal schaue ich mir die Späne an und die Spanform. An der Spanform kann man viel erkennen. Und wenn man dann in der Maschine noch eben das, was du jetzt beschreibst, ein kaltes Bauteil findet und heiße Späne, dann ist schon mal im Prozess einiges richtig. Dann stellt sich nur die Frage, was wird denn bemängelt? Wird die Standmenge des Werkzeuges bemängelt oder wird irgendein Oberflächen- oder ein Maß bemängelt? Wenn jetzt die Standmenge bemängelt wird, dann scheint der Prozess zwar gut zu funktionieren, indem die gesamte Zerspanwärme oder der Großteil der Zerspanwärme über den Span abgeführt wird, aber trotzdem wird das Werkzeug selber zu heiß werden und über der Oxidationstemperatur der Beschichtung gehen und somit früher versagen. Ja. Also Oxidationstemperatur für euch bei euren standardmäßigen Werkzeugen, die ihr im Einsatz habt, die liegt oberhalb von 3.500 Grad in aller Regel. Das bedeutet, da seid ihr dann schon wirklich richtig hitzig unterwegs. Ich denke, man kann durchaus sagen, wenn das der Fall ist, dann ist nicht der Prozess in dem Fall der Schuldige, sondern tendenziell muss man dann in die Geometrie des Werkzeugs eingreifen, oder kann das auch am Prozess liegen? Also in die Geometrie vom Werkzeug eingreifen ist eines der letzten Maßnahmen eigentlich. Sondern ich habe einen bestehenden Prozess vor mir, ich habe ein bestehendes Bauteil. Die Bauteilgeometrie kann ich nicht ändern. Die Werkzeuggeometrie wäre einer der letzten Prozesse. Erstmal versuche ich mit den Gegebenheiten, die ich vorfinde, eine Lösung zu finden, ohne dass man ein komplett neues Werkzeug macht. Die Zerspantemperatur, die erste Möglichkeit der Zerspantemperatur zu senken, ist die Schnittgeschwindigkeit zu reduzieren. Das ist eigentlich die Hauptmöglichkeit. Das wäre die erste Maßnahme. Das heißt, ich fange mal an und schaue mir den Fräsprozess überhaupt an, die Programmierung davon. Besteht die Möglichkeit, einfach mal mit 20-30% weniger Schnittgeschwindigkeit zu fräsen. Dann kriege ich schon mal sehr viel Temperatur aus dem Prozess raus. Oder ich versuche, kann ich kühlen? Ja, nein. Ist bereits eine Kühlung vorhanden? Eine Luftkühlung, eine Minimalmengenschmierung oder wird mit Emulsion oder mit Öl gefräst oder mit irgendwelchen MMS-Systemen. Damit kriege ich die Zerspantemperatur auf jeden Fall auch mal runter, ohne dass ich jetzt ein komplett neues Werkzeug dafür gleich brauche. Ja, ist ja wenn wir jetzt bei diesem Beispiel bleiben, der Werkzeugform, jetzt nehmen wir mal an, Werkzeugstahl ist ein 1,2379. Das ist ein guter Freund von uns, der ist natürlich nicht so easy zum Zerspanen, härter oder im gehärteten Zustand fast noch einfacher als im weichen Zustand. Da sieht es ja dann mit Kühlen eher schwierig aus, einfach Thermoschock an der Schneide. Dann wäre ja, ich sag mal, an dem Punkt wäre ja dann eigentlich nicht so viel zu machen, jetzt für mein Dafürhalten, wenn es jetzt wirklich um eine Standmenge oder um eine Standzeit geht. Wäre es da ein probates Mittel, dann an den Zerspannungsprozess selber ranzugehen und zu sagen, wir erhöhen einfach die Zustellung, nehmen, wie du gesagt hast, die Schnittgeschwindigkeit runter, erhöhen, wenn möglich, die Zustellung, um einfach die Belastung der Schneide mehr zu verteilen. Also sprich, ich nutze von meiner Werkzeugschneide einfach nicht mehr nur 1 mm in der Zustellung, sondern 3 mm und habe dann quasi nur 2 Drittel weniger Zustellungen, aber bei gleichzeitig gleichbleibendem Verschleiß. Gut, das sind unterschiedliche Konzepte. Es kommt jetzt darauf an, haben wir ein Werkzeugformbauteil vor uns, mit dem wir eine Hartfräsoperation machen, oder fräsen wir im allgemeinen Maschinenbau ein Bauteil, wo es um Zerspannungsvolumen zum Beispiel geht. Das darf man nicht miteinander vermischen. Grundsätzlich kann man sagen, muss ich die Zerspanzeit verkürzen
oder muss ich die Standmenge erhöhen? Das ist immer eine Frage der Zielstellung oder der Aufgabenstellung, die man hier hat. Ich kann natürlich auch an das Kamm rangehen und sagen, gut, es ist ein Werkzeugformenbauteil, das 5-Achs gefräst wird und ich habe beispielsweise ein SolidCam-System dran, ein iMachining oder irgendwas, das ist bereits schon implementiert. Dann kann man davon ausgehen, dass genau diese Punkte wie Werkzeugkontaktpunkte bereits schon optimiert sind. Dann kann ich auch hier wieder mit der Schnittgeschwindigkeit sicherlich was tun, um hier die Standmenge zu erhöhen. Oder ich habe im allgemeinen Werkzeugbau ein Bauteil, wo ich Zerspannungsvolumen generieren muss. Dann habe ich wieder eine ganz andere Herangehensweise. Man muss hier mit irgendwie Hochvorschubfräsen was generieren, zum Beispiel. Wenn wir doch gerade an dem Punkt sind, dass es viele Varianten gibt, viele Möglichkeiten. Wenn du sagst, okay, einmal Formerbau, einmal Seriebauteil, lasst uns doch einfach mal kurz die Fantasie spielen lassen und dann gehen wir hin und sagen, okay, wir bauen uns jetzt einfach mal unser ideales Bauteil. Also unser Szenario im Hintergrund und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir daraus, glaube etwas konkreter dann einfach das Ding durcharbeiten können. Wäre das so in eurem Interesse? Ja, gern. Du das jetzt? Klar. Ja. Wunderbar. Also bleiben wir bei unserem 1.2379. Würde ich sagen, ist es ein Patient für Seriebauteil, der Werkstoff, oder würdet ihr in Formbau dann gehen damit? Das kann sowohl als auch sein. Es gibt natürlich auch Schneidwerkzeuge, die daraus, oder Stempel oder ähnliches, die daraus hergestellt werden, die kommen durchaus auch in Serien vor. Also dann lassen wir uns doch, gehen wir doch in Richtung Serienszenario. Wir haben ja hier Experten fürs Fräsen da, dann gehen wir doch einfach mal Richtung Fräsen. Also wir haben jetzt, sagen wir mal, ich bin jetzt Lohnfräser im Seriensegment, habe den Werkstoff 1.2379. Ich bin extrem unzufrieden mit meiner Standzeit meiner Werkzeuge und habe natürlich einen etwas mittelalterlichen Maschinenpark. Also ich habe keine Maschine, die frisch vom Werk kommt und natürlich alle Führungen, alles tipptopp ist, sondern ich bin einfach so, ja, der typische Lohnfräser, der einfach mit den Maschinen, die er zum Teil schon abgeschrieben hat, bin ich unterwegs und produziere meine Bauteile. Wäre das dann so ein Szenario, wo man sagen können, okay, hier können wir schon die Rahmenbedingungen schon mal abstecken dafür? Da kann man sicherlich schon mal beginnen, ja. Okay, wunderbar. Also, dann haben wir ja gerade schon festgestellt, der erste Moment wäre ja, du würdest sagen, okay, ich schaue mir alles an, die Zuführungshandling, die Spannung von dem ganzen System. Ich schaue mir dann eben an, wie kommen die Bauteile hinter raus. Dann wäre ja der erste Schritt, den der Anwender ja schon machen kann, wenn ich es richtig verstanden habe, kann er ja schon mal die Schnittgeschwindigkeit reduzieren. Oder mit der müssen wir mal spielen, mal 20% hoch, 20% runter, gucken, was passiert. Der nächste Schritt wäre dann welcher? Also man kann natürlich die Stabilität der Maschine, kann ich jetzt nur bedingt in Frage stellen, weil die Maschine ist vorhanden. Da kann ich jetzt nicht sagen, kaufe neu. Ja. Das macht jetzt nicht unbedingt Sinn. Sagen kannst du das schon. Nicht immer das Neue muss auch das Beste sein, insbesondere wenn man jetzt synchron fräst oder irgendwas, das wäre aber ein ganz anderer Part. Aber man kann die Peripherie mal angucken und man kann durchaus sagen, okay, wie sind denn die Werkzeuge zum Beispiel gespannt? Also die Steifigkeit ist in jedem Fräsprozess, ist Steifigkeit des A und O, dass der Prozess funktioniert. Wenn ich die Steifigkeit an der Maschine kann ich nicht viel tun, die ist vorhanden, aber beispielsweise in der Werkzeugaufnahme kann ich schon mal anfangen. Ich kann da einiges tun. Ich kann schauen, ist ein Schrumpffutter, ein Hydrodenfutter, eine Spannzange verbaut. Welche Werkzeugaufnahme habe ich in der Maschine? Da bin ich auch wieder eingeschränkt. Also wenn da ein SK50 drin ist, dann kann ich nicht sagen, ein HSK 100 wäre besser, sondern dann habe ich den SK50. Ja, okay. Aber wenn ich einen SK50 mit einer Spannzange vorne drin habe und möchte dann einen 1.2379 hart fräsen in höchster Präzision, dann ist das zum Scheitern verurteilt. Dann muss ich sagen, mache Schrumpffutter oder Hydrodenfutter rein. Das sind Dinge, die kann man jetzt wieder kaufen oder sich einfach mal ausleihen, um das auszuprobieren. Um einfach die Kette von der Werkzeugaufnahme bis zum Bauteil, diese Kette mal analysieren und sagen, wo kann ich was tun, um Steifigkeit und Genauigkeit zu bekommen. Wenn ich jetzt ein Hydrodenfutter beispielsweise eingebaut habe, habe ich schon mal eine gute Dämpfung da drin. Und dann muss ich schauen, wie weit ist das Werkzeug ausgespannt. Hängt es 60 mm aus der Aufnahme raus und ich brauche das 20, dann kann ich hier schon wieder was generieren. So kann ich Kette für Kette durchgehen bis zum Span.
Du hast mir jetzt eine schöne Vorlage geliefert. Spannmittel ist natürlich immer ein interessantes Thema, insbesondere in Kombination mit Fräsern. Wir sind jetzt bei der Spannzange gewesen, die ist vielleicht genauso alt wie die Maschine und das letzte Mal 1963 ausgetauscht worden. Hat natürlich einen gewissen Rundlauffehler. Was passiert, wenn ich da jetzt mit meinem Werkzeug das Ding spanne und ich habe 300 Rundlauffehler und fahre einen Zahnvorschub von 300, weil ich gerade in einer Schlichtoperation bin? Werkzeug gespannt und eine Spannzange. Erklär uns mal, was da mit dem Werkzeug passiert. Also prinzipiell muss man sagen, jedes Werkzeug mit mehr als einer Schneide hat einen Rundlauffehler. Also ein schneidiges Werkzeug hat einen Rundlauffehler von 0. Ein mehrschneidiges Werkzeug wird nicht ohne Rundlauffehler auf der Maschine sein. Das ist nicht möglich. Das heißt, ich habe schon mal von Schneide zu Schneide einen gewissen Teilungsfehler und wenn es nur ein paar μ sind. Wenn ich jetzt natürlich in meiner Werkzeugaufnahme schon bereits einen Rundlauffehler von 200 habe und ich nur einen geringen Zahnvorschub fahre, dann arbeite ich im Prinzip mit einem Werkzeug, in dem wahrscheinlich nur eine Schneide verschleißen wird. Das ist dann wieder die nächste Kette, die ich mir angucke. Also wir haben jetzt die Maschine angeguckt, wir haben die Werkzeugaufnahme angeguckt. Wie ist das Werkzeug gespannt? Ich habe mir die Späne angeguckt, wie sehen die Späne aus? Anhand der Späneform kann ich vielleicht schon erkennen, dass die Späne nicht gleichmäßig sind. Dass der eine Span eine glatte Kante hat und der andere eine verrupfte Kante. Oder auch die Spangröße. Spangröße genauso. Ja. Jetzt sehe ich sowas wie einen Rundlauffehler in der Maschine, dann kann ich mir das Werkzeug mal angucken. Ist ein mehrschneidiges Werkzeug verbaut? Habe ich meine Lupe, die habe ich immer dabei. Die habe ich jetzt auch in der Hosentasche. Und da gucke ich mir das Werkzeug an und da sehe ich, bei einem dreischneidigen Werkzeug hat nur eine Schneide Verschleiß, eine nur ein bisschen und die dritte gar nicht. Dann muss man sich ja schon fragen, warum ist das so? Und dann schaue ich mir das Programm oder ich frage den Maschinenbediener. Der sagt zu mir, ich habe eine Schlichteroperation, ich fahre 200 Vorschub pro Zahn. Bei einem Rundlauffehler von 300 erklärt sich schon mal dieses Problem. Das heißt, zum Verständnis, durch den Rundlauffehler läuft unser Werkzeug nicht rund, es eiert schlussendlich und dadurch kommt dann über ein Zahn stark zum Eingriff, der zweite, wie du vorhin gesagt hast, mittelmäßig und der dritte eben gar nicht. Richtig, genau, richtig. Okay. Ich muss schauen, dass ich über meinen Vorschub pro Zahn und die Kombination von meinem Rundlauffehler, dass ich hier das Werkzeug dazu bringe, dass alle Schneiden auch mal was tun. Ansonsten habe ich im Prinzip einen Faulenzer als Schneide, der keinen Verschleiß haben wird. Und eine Schneide muss alles tun. Das ist wie bei uns drei. Ja, der Einzige, der hier was schafft, bist du. Und wir zwei sitzen bloß dumm rum. Ja, genau. Von wegen. Ich sitze gerade nur da und höre zu. Die Wette ist ausgebrochen. Ja, absolut. Das heißt ja schlussendlich, wenn wir noch mal ganz kurz bei dem Thema Spannmittel einhaken dürfen, kann man grundsätzlich sagen, man braucht immer ein Schrumpffutter, um hier die perfekten Ergebnisse zu erzielen, oder muss ich das wieder abstimmen auf meine Maschine? Also kann das auch sein, dass ich, wenn ich eine Maschine habe, die ein relativ großes Spindelspiel hat, dass das vielleicht auch negativ wäre für das Schrumpffutter dann? Also sagen wir mal, eine Maschine mit einem großen Spindelspiel ist eigentlich für eine Präzisionsbearbeitung und Hauptfräsen schon mal nicht mehr geeignet. Okay. Das bringe ich auch nicht mit dem höchsten Präzisionsfutter besser hin. Okay. Also wenn in der Kette irgendwo was kaputt ist, dann kann ich es nicht mit was noch Besserem kompensieren. Okay, das wird nicht funktionieren. Okay. Man kann auch nicht pauschal sagen, dass ein Hydrodenfutter besser ist wie ein Schrumpffutter. Das kann man auch nicht sagen. Das kommt immer auf die Ausspannlänge und auf die Größe und auf die Zerspannungsart an. Hydrodenfutter haben halt den großen Vorteil, dass sich das Werkzeug während dem Spannen noch ausrichten kann. Ich kann es in der Länge ein bisschen besser justieren. Es gibt zwar auch beim Schrumpfen auch Schrumpfgeräte, bei denen man im Schrumpfvorgang noch eine Länge einstellen kann. Aber ich habe einen Wärmeeintrag da drin, ich habe ein Abkühlen da drin. Ein Hydrodenfutter hat eine bessere Dämpfung, alleine schon durch den Ölbehälter, der in der Regel da ist. Durch die Masse des Werkzeuges habe ich eine bessere Dämpfung. Ich habe aber auch ein größeres Werkzeug. Das heißt, im Werkzeugformbau komme ich nicht unbedingt immer überall in meine Konturen mit einem Hydrodenfutter hin. Das geht halt, dann brauche ich schlankes Schrumpffutter, um da hinzukommen.
Kraftspannfutter. Kraftspannfutter. Ich kann bei einem Hydrodenfutter gerade zum Beispiel einen Rundlauffehler durchaus korrigieren, ähnlich wie beim Reifenmontieren. Ich mache mein Werkzeug rein, mache die Spannung zu, messe meinen Rundlauf, mache die Spannung nochmal auf und verdrehe ein Stück und habe damit kann ich schon mal eine Fehlerkompensation machen. Zumindest in der Kombination Werkzeugaufnahme, Fräswerkzeug. Nicht Maschine, das kann ich nicht kompensieren. Wenn ich einen Rundlauffehler in der Maschinenspindel habe, dann kriege ich das mit dem Werkzeug nicht besser hin. Gut, das war nämlich wichtig, dass wir das auch nochmal rausgearbeitet haben. Manche denken ja, okay, ich brauche einfach nur ein extrem hochwertiges Spannmittel, dann kann ich meine Maschine wieder ein bisschen optimieren. Ja, ein alter verrosteter Golf wird durch eine Alufelge mit Pirelli-Rennräder auch nicht zum Formel-1-Wagen. Absolut gutes Beispiel, sehr gutes Beispiel. Wann wir am Steuer sitzen. Ja gut, also ich glaube, dieses Thema Spannmittel sollte man vielleicht auch einfach nochmal separat behandeln, weil da gibt es ja nach jeglicher Couleur Spannmittel. Wir haben jetzt hier quasi nur 2, 3 behandelt davon. Es gibt verschiedene Hersteller, und da gilt ähnlich wie für Maschinen oder für Werkzeuge auch, es gibt nicht das Spannmittel, es gibt nicht die Maschine dafür, sondern es gibt für die Anwendung eben das passende Spannmittel oder die passende Maschine oder das passende Werkzeug dazu. Da liegt das Geheimnis dann wieder drin, dass ich meine Klamotten quasi zusammenkriege für den Zerspannungsprozess, den ich vorhabe. Jetzt machen wir aber noch in dieser Kette mal weiter. Also Maschine können wir nichts ändern, also schließen wir das schon mal aus. Die Maschine ist gar nicht so schlecht, trotz ihres Baujahrs. Die Spannung ist auch in Ordnung. Das heißt, hinterher beim Rundlauf prüfen haben wir festgestellt, naja, okay, wir haben 2, 3 Rundlauffehler drin, also wirklich sehr präzise. Das müsste eigentlich schon mal passen. Jetzt haben wir aber immer noch das Thema mit diesem Standzeitproblem. Also sprich, wir müssen zum Beispiel aus dem 1.23.79 eine komplette Form bearbeiten. Bedeutet, das Werkzeug darf keine Flächen dran kriegen. Das Werkzeug muss funktionieren vom ersten bis zum letzten Span in diesem Schlichtprozess, weil wir sonst eine Macke irgendwo, wenn wir mit dem Schwesterwerkzeug arbeiten, mitten in der Form haben. Was wäre das weitere Vorgehen, wenn die Sachen jetzt schon mal ausgeschlossen sind? Also prinzipiell nochmal zurück vielleicht zu der eigentlichen Analyse der Späne. Da ist mal grundsätzlich egal, wenn wir uns jetzt in den Werkzeugformbau begeben haben, soll nicht sagen, dass es nur im Werkzeugformbau so ist, sondern eigentlich ist die Analyse der Späne, egal ob das sich eine Drehmaschine, Fräsmaschine, um eine Stoßanwendung oder ein Weltschälen oder was auch immer handelt, jede Art Zerspannung, das heißt nur ein Bohren, jede Art der Zerspannung hat ein ähnliches Problem. Die Schnittgeschwindigkeit, mit der lässt sich im Prinzip 80% aller Zerspannungsprobleme klären. Und anhand der Spänefarbe und Späneform kann ich natürlich schon viele Rückschlüsse ziehen, wie schon erläutert. Wenn wir jetzt wieder an die gesamte Kette rangehen, ist es auch erstmal wieder egal, ob wir eine Drehmaschine oder eine Fräsmaschine haben. Ich habe überall Werkzeugaufnahmen und im gesamten Ende das Ganze der Werkzeugschneide. Ganz egal welcher Prozess, es geht um die Werkzeugschneide und die soll nachher die Standmenge bringen. Jetzt muss ich natürlich, wenn ich die Kette weiterverfolge, dann schaue ich mir das verschließene Werkzeug an. Im Idealfall habe ich verschließene Werkzeuge zur Verfügung. Und da kann ich die wieder analysieren. Erstmal mit der Lupe wieder. Was habe ich denn hier für eine Schneidkante? Also die Schneidkante wird jetzt mal als nächstes betrachtet. Und die Schneidkante kann ich betrachten, wenn ich die Informationen vom Maschinenbediener, vom Programmierer habe, welcher Vorschub wird denn hier gefahren. Auch hier wieder, egal ob Fräsen, ob Drehen, ob Bohren, ob Reiben, ich muss natürlich den Vorschubwert richtig zu werten wissen. Wenn ich jetzt beim Fräsen einen Vorschubwert habe von, sage ich mal, 1/100 pro Zahn bei einem Hartfräsvorschub, dann kann ich wieder meine Späne nehmen. Ich kann im Grunde mit einem einfachen Messschieber mal die Spandicke messen. Die Spandicke sollte ungefähr den Zahnvorschub entsprechen, etwas mehr durch die Stauchung. Wenn das nicht der Fall ist,
müsste ich mir den Maschinenbediener mal zur Brust nehmen und sagen, hast du wirklich den richtigen Vorschub programmiert? Oder liegt hier schon mal der erste Fehler vor? Dass wir nicht Vorschub pro Zahn programmieren, sondern Vorschub pro Umdrehung zum Beispiel. Ja, egal, hier auch wieder bohren oder fräsen. Mit einem mehrschneidigen Werkzeug interessiert mich der Vorschub pro Zahn, beim Fräsen zum Beispiel. Beim Bohren interessiert mich die Vorschub pro Umdrehung. Und dann ist wieder entscheidend, habe ich 2 Schneide, 1 Schneide oder 3 oder 4 im Einsatz. Deshalb ist es immer ganz wichtig, bei den Studenten in der Hochschule lege ich sehr viel Wert darauf, dass die, wenn die mir einen Wert sagen mit Vorschub, dann möchte ich die Einheit dazu kennen. Ich möchte wissen, von was redet der jetzt gerade. Wenn ich sage, ich brauche einen Vorschub, dann sagt er mir 2 Zehntel. Okay, was meint er jetzt? Meint er jetzt pro Umdrehung? Meint er pro Zahn? Ja. Oder was meint er jetzt? Und das kann ich dann ja anschauen anhand der Späne. Und dann schaue ich mir das Werkzeug an. Und das sehe ich am Werkzeugverschleiß an der Spanfläche. Okay, hier habe ich nur eine verschlissene Schneide von 3, dann habe ich wieder das Rundlaufproblem. Oder sind alle Schneiden verschlissen? Dann geht es weiter. Was ist das für ein Verschleiß? Ist es denn ein Kolkverschleiß? Ist ein nur ein abrasiver Verschleiß? Habe ich Ausbrüche drin? Ist die Beschichtung einfach nur durch? Das kann ich alles mit der Lupe schon mal sehen. Woran erkenne ich jetzt zum Beispiel, wenn du mit der Lupe das Werkzeug prüfst, den Kolkverschleiß am idealsten? Weil klar, der abrasive Verschleiß erkennt man ein bisschen leichter, aber woran erkenne ich jetzt den Kolkverschleiß aus deiner Erfahrung raus? Nein, der Kolkverschleiß findet immer auf der Spanfläche statt vom Werkzeug und ist eine Ausbuchtung wie so ein Auswaschen von Hartmetall. Also als erstes wird die Beschichtung verschlissen. Das heißt, auch da muss man dann vorsichtig sein. Eine verschlissene Beschichtung sieht man oft auch erst die Decklage. Und wenn dann drunter grau metallisches sichtbar ist, dann können wir uns schon denken, dass wir auf dem Hartmetall irgendwo uns befinden. Und wenn dann so tiefe Ausgrabungen drin sind, die noch Risse haben zum Beispiel, dann habe ich eine zu hohe Zerspantemperatur in der Regel gehabt. Dann haben wir ja auch das Problem mit dem Cobalt-Leaching schlussendlich dann. Cobalt-Leaching ist wieder ein bisschen was anderes, aber im Grunde geht es in die gleiche Richtung. Cobalt verbrennt in dem Fall und dann habe ich keinen Binder mehr in meinem Hartmetall. Beim Cobalt-Leaching ist es häufig so, dass das Cobalt ausgewaschen wird, weil Cobalt wasserlöslich ist und sich dann dadurch im Prinzip ablöst. Bei unbeschichteten Werkzeugschneiden kommt es. Ist aber sehr schwer zu erkennen, Ja. weil das Wolframkarbidkorn dann dementsprechend freigesetzt wird. Irgendwann bricht es weg Ja. und ich sehe dann hinterher quasi einen Ausbruch. Also das mit der Lupe festzustellen ist schwierig. Kunst. Ohne Mikroskop geht es dann wieder. Wenn man da eben einfach in die Versuchung reinkommt, zu meinen, es sei ein abrasiver Verschleiß, dabei ist aber dann eben über die hohe Temperatur, zum Beispiel jetzt hier beim Kolkverschleiß, dann kommen wir richtig? Genau, richtig. Dadurch muss ich wieder die Späne wieder sehen. Also wenn ich natürlich die Verbindung sehe, ich habe Späne mit dunkelblaue Inlassfarben oder dunkellila eine Späne, dann weiß ich schon mal, sehr hohe Zerspantemperatur, einen Trockenprozess, okay, auch nicht schlecht, hart gehärtetes Material, okay. Und dann noch ein Kolkverschleiß am Werkzeug, dann ist der Lösungsansatz zu 90% gefunden, dann ist die Schnittgeschwindigkeit einfach zu hoch. Dann muss ich Zerspantemperatur reduzieren, und zwar massiv reduzieren. Die kann ich als erste Maßnahme Reduzierung der Schnittgeschwindigkeit. Das ist schon mal, damit habe ich schon mal den größten Part erledigt. Wenn ich dann noch eine Möglichkeit habe, hier eine Minimalmengenschmierung oder ein kohlenwasserstoffbasiertes Aerosol draufzubringen, also irgendeine Aerosolmischung, Idealfall, dann kriege ich mehr Schmierung. Durch mehr Schmierung erzeuge ich weniger Reibung. Weniger Reibung bedeutet weniger Wärme. Kann ich unter Umständen die Schnittgeschwindigkeit wieder erhöhen. Allerdings habe ich das ja in der Regel nicht in der Hosentasche, sondern ich kann es nur als Vorschlag bringen.
An der Stelle bitte einfach mal das Video bei uns auf dem Kanal angucken, wo wir bei der Firma HPM waren. Da gibt es weitergehende Erläuterungen zu diesem Thema eben einfach, denn da ist ja auch nicht Kühlstoff gleich Kühlstoff bzw. Kühlschmierstoff in Kombination, was auch immer. Also da gibt es tatsächlich Experten, die sich damit intensiv beschäftigen und da einfach mal dieses Video angucken oder gegebenenfalls bei denen auf die Website schauen. Da gibt es viele hilfreiche Informationen. Ich meine, da will ich jetzt nicht viel Schleichwerbung machen für HPM, aber es ist definitiv von der Technologie das zukunftsweisendste im Moment, weil ich wenig Schmierstoffverbrauch habe. Ich habe kohlenwasserstoffbasierte Aerosole, die umweltverträglich sind. Und ich habe nachher ein sauberes Bauteil. Ich muss keine Bauteilreinigung mehr vornehmen. Und ich habe im Prinzip eine Kühlung und eine Schmierung mit integriert. Also das nachhaltiger kann man es fast nicht mehr machen. Das ist richtig. Wenn man gerade nochmal zu dem Thema Schnittgeschwindigkeit zurückgeht, ich gehe mal davon aus, der Maschinenbediener hat natürlich mit bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Er hat das Programm oder der Einrichter hat das Programm so geschrieben, basierend auf seinen Werkzeugen, die er hatte. Und auf den Werkzeugschachteln steht ja meistens immer so eine Range von den Schnittgeschwindigkeiten her drauf. Ja. Und jetzt denkt er sich natürlich, okay, in meinem klugen Buch steht drin, ich muss für diesen Werkstoff diese Schnittgeschwindigkeit verwenden. Ist es dann immer richtig oder fühlt sich da dann der Einrichter oder Maschinenbediener wegen so in einem Zwiespalt und er sagt, okay, ich will es richtig machen, ich will es ja machen, wie es auf der Schachtel steht, aber nachher ist für den Anwendungsfall ja dann vielleicht doch falsch und man nachher herausfindet, dass wenn du die Spenden dir anschaust, du feststellst, okay, die Schnittgeschwindigkeit ist nicht ideal gewählt. Ich würde gerne noch eine Ergänzung dazu. Kann es auch sein, dass die Schnittdaten, die in diesen Katalogen drinstehen, mit einer Schnittgeschwindigkeit zwischen 80 und 400 Meter bei einer Zustellung zwischen 1 und 9 Zehntel so ein bisschen einen Sicherheitsfallschirm von den Werkzeugherstellern darstellt? Also wenn natürlich Schnittgeschwindigkeitenangaben von zwischen 80 und 400 Meter draufsteht, dann kann man das Zettel im Prinzip wegmachen und wegwerfen, weil das hat überhaupt keinen Wert. Also solche Schnittdatenempfehlungen können im Prinzip nur eine Richtlinie sein. Die sind natürlich extrem abhängig von der Werkstückaufspannung und, wie eingangs erwähnt, von der Steifigkeit des Gesamtprozesses. Dann kann ich entsprechend die Schnittgeschwindigkeit erhöhen oder eben mit Kühlung, Schmierung oder Trocken. Das sind so Dinge, die muss man natürlich schon mitwissen. Was eben der Wunsch vieler ist, was nie funktionieren wird, ist irgendwie wie so eine Waschanweisung im Hemd. So ist das Werkzeug zu verwenden. Das können immer nur Empfehlungen sein. Innerhalb dieser Empfehlungen kann man sich mal bewegen. Wenn das Range dieser Empfehlungen so riesig ist, dann habe ich ja gar keine Chance. Da ist eigentlich mehr so ein Erfahrungswert, den man dann versucht einzuschätzen. Wo man sagt, komm, also wenn da jetzt steht 400 Meter in den behärteten 1,2379, ja, im Hartfräsbereich ist es durchaus denkbar mit geringer Zustellung und entsprechender Kühlung, aber das würde dann sehr tief jetzt in die Schwanbildungsthematik reingehen. Und in die Schneidstoffe, weil bei 400 Meter sind wir tendenziell dann eher Richtung CBN unterwegs. Ja, das ist schon ein Hartfräs, vielleicht mal ein kurzer Ausflug dahin. Ein Hartfräsen funktioniert im Grunde von der Theorie her so, dass ich die Schnittgeschwindigkeit erstmal so hoch bringe, dass ich in den Schmelzpunkt meines Materials komme und in kurzer Zeit einen Span abtrage. Also es ist ähnlich wie, bitte nicht nachmachen, ich kann eine glühende Grillkohle mit dem blanken Finger aus dem Grill nehmen und wegwerfen. Kann ich tun. Meine Finger haben niemals eine Temperaturstabilität von 1000 Grad, der Fräser aber auch nicht. Ja, die Oxidationstemperatur einer PVD-Beschichtung, die liegt irgendwo bei 800 bis 900 Grad. Die liegt nicht bei 3000 Grad oder mehr. Der Schmelzpunkt von Stahl liegt irgendwo bei 1500 Grad. Also ich muss mit meiner Schnittgeschwindigkeit in den Schmelzpunktbereich kommen, was weit über der Oxidationstemperatur ist. Ich muss nur schnell genug sein. Okay. Und dann sind wir wieder bei dem Thema, okay, hohe Schnittgeschwindigkeit, kurzer Eingriffspunkt und kurze und sofortige Abkühlphase. Und dann kann ich einen Span abheben und dann funktioniert Hartfräsen. Das hat natürlich eine recht enge Kurve, wenn das dann kippt, wenn ich dann mit zu viel Temperatur komme. Dann irgendwann komme ich in
in den Schmelzbereich von meinem Hartmetall rein. Das heißt, ich komme in plastische Verformung meiner Schneide. Wenn ich diesen Bereich natürlich erreiche, dass ich in plastische Verformung von der Schneide komme oder eben in diesen Bereich des Kolkverschleißes, dann ist es vorbei. Dann versagt das Werkzeug sehr schnell. Und diesen Abschätzungen, die muss man einfach sehen anhand von Spänen, anhand vom verschlissenen Werkzeug. Und was der Daniel vorher gesagt hat, ganz wichtig, hat das Bauteil Temperatur oder kann ich das noch anfassen? Also der Abtransport, würdest du sagen, der Wärme-Zerspannungsprozess sollte im Idealfall zum größten Teil mit dem Span passieren? Ja, also unbedingt. Das ist der Idealfall, wenn die Temperatur, die Zerspanntemperatur über den Span abtransportiert wird. Wenn ich jetzt ein Kühlmedium verwende, also Kühlung hat im Prinzip 3 Hauptaufgaben. Kühlen, Schmieren und Spänetransport. Das sind die 3 wichtigen Aufgaben eines jeden Kühlschmierstoffes oder einer jeden Kühlschmierung. Wenn ich eine Minimalmengenschmierung drin habe, habe ich ja als erstes natürlich eine Schmierung da drin. Ich habe eine Kühlwirkung durch das Luft-Öl-Gemisch, das ich habe. Und ich habe durch den Luftstrom, der rauskommt, einen Spänetransport. Wenn die 3 Dinge gewährleistet sind, dann habe ich schon mal sehr viel gewonnen dabei. Gut. Jetzt würde ich mal sagen, unsere Späne, die sind wunderbar silber. Die haben keinerlei Anlassfarbe. Die sehen einfach aus wie der Originalwerkstoff, von dem er abgetragen wurde. Was könnte denn da dafür eine mögliche Ursache sein, wenn meine Späne keine Verfärbung haben? Also dann kommt es natürlich darauf an, was ist jetzt hier wieder das Problem? Ist das Problem wieder die Standmenge oder ist das Problem die Bearbeitungszeit? Also wenn die Späne, und ich habe wieder meine 1,3 und die 79 überhaupt keine Farbe haben, dann ist die Schnittgeschwindigkeit schlicht zu niedrig. Dann habe ich zu wenig Temperatur im Zerspannprozess. Ist auch wieder nicht gut. Dann kommt es wieder darauf an, was habe ich denn für Späne? Ist es überhaupt eine Schlichtbearbeitung oder haben wir hier eine Schrubbearbeitung vor uns, wo ich Zerspannvolumen erzeugen möchte? Dann habe ich einfach nur einen Haufen Späne, die bringe ich raus mit wenig Zerspanntemperatur, alles wunderbar. Wenn das alles in Ordnung ist, immer die Fragestellung, was ist das Problem? Liegt überhaupt ein Problem vor? Oder will ich einfach nur eine günstigere Werkzeuglösung haben? Das ist, ja. Also könnte man sagen, man kann so ein bisschen von HSC-Fräsen zu High-Volume-Milling unterscheiden, auch in der Farbe der Späne, weil beim High-Volume-Milling tendenziell die Späne eher weniger Farbe bekommen. Natürlich kriegen die auch ein bisschen als jetzt beim HSC-Fräsen. Ja, kann man durchaus so sehen. Es ist ja immer eine Frage, wie ist eben wieder meine Werkzeugspindel da. Also wenn ich jetzt ein Hartfräsen in einem Highspeed-Bereich machen möchte und ich habe gar nicht die entsprechende Werkzeugspindel und ich möchte aber trotzdem ein hohes Zerspannvolumen erzeugen, dann muss ich halt einen anderen Weg gehen. Dann muss ich schauen, was kann die Maschine von Vorschub. Vielleicht kann ich einen Hochvorschubfräsen integrieren. Das heißt, ich stelle weniger zu, fahre dafür schneller. Kann man ganz einfach vergleichen. Ich möchte nachher von hier, von Dunningen an Bodensee fahren. Sind, sage ich mal, 100 Kilometer. Jetzt fahre ich die 100 Kilometer von hier an Bodensee mit 100 Kilometer pro Stunde, bin ich logischerweise in einer Stunde am Bodensee. Jetzt kann ich ja mit 200 Kilometer pro Stunde am Bodensee fahren, aber dann bin ich eine halbe Stunde dort. Und ohne Führerschein. Nee, ich muss einfach, oder ich stelle einfach weniger zu und fahre doppelt so schnell. Wenn es die Maschine kann, habe ich nachher im Grunde das gleiche Ergebnis. Das ist immer eine Frage der Energiebilanz, der Geschwindigkeit, die ich habe. Bringt es mir überhaupt was, schneller zu fahren? Oder will ich einfach nur Zerspannungsvolumen erzeugen? Dann kann ich auch langsamer fahren und mehr zustellen. Also es gibt viele Möglichkeiten, ich bin weiterhin der Überzeugung, dass die Werkzeugtechnik
mehr kann als die Maschinentechnik. Wir sind oft mit den Werkzeugtechniken, kommen wir an die Grenze der Maschine. Also ich könnte viel schneller fahren, als die Maschine kann. Ich könnte viel schneller drehen. Ich könnte mit viel höheren Schnittgeschwindigkeit fahren, als die Maschine überhaupt kann, weil die Maschine in der Werkzeugspindel irgendwo bei 28.000 begrenzt ist, bei einer normalen, sage ich mal, Werkzeugformbaumaschine. Oder ich habe eine Highspeed-Maschine, da kann sie 42.000, hat aber nicht das Drehmoment, einen 16er Fleißer zum Beispiel laufen zu lassen. Da komme ich sehr schnell an die Grenzen. Also mit modernen Schneidstoffen komme ich, behaupte ich, als Werkzeughersteller schneller an die Grenze einer Maschine, wie die Maschine an die Grenze der Werkzeuge. Wow, okay. Das habe ich so nicht gewusst. Das ist auch interessant zu sehen. Das heißt, da hat es dann einfach in diesen zwei Bereichen ein extrem unterschiedlich schneller Entwicklungsprozess vollzogen, sozusagen. Ja, und es ist natürlich vielleicht auch einfacher, ein Werkzeug zu entwickeln, als eine komplette Maschine. Also eine Maschine ist natürlich ein komplexer Ablauf, ein komplexer Prozessablauf mit Steuerung, Regelungstechnik, mit Führung, mit Geschwindigkeiten, mit Vorschubgeschwindigkeiten. In den Schneidstoffen, moderne Schneidstoffe, CBN, PKD, MKD, CVD, Dickschichtdiamanten, kann ich Schnittgeschwindigkeiten erreichen, die kann die Maschine einfach gar nicht. Also bevor ich da an das Versagen eines Schneidstoffes komme ich an die Grenze der Werkzeugspindel. Oder der Schneidstoff verschleißt, weil irgendwas im Prozess nicht passt. Ja, genau. Um den Bogen wieder zu spannen. Ein Pricing oder so. Also es ist immer so ein Geben und Nehmen und sage ich mal, ein Abtasten der Grenzen. Ja. Für mich wäre jetzt nochmal spannend und einfach, weil das jetzt auch sehr, sehr ausführlich war, so eine kurze Zusammenfassung. Ja, uns gucken ja hier Leute zu, die haben vielleicht tatsächlich alltägliche Probleme und wie wäre deine Vorgehensweise, so zusammenfassend in kurzen Schritten zu analysieren, generell jetzt mal, ob das Standseite ist, ob das Oberfläche ist, was sind die maßgeblichen Parameter, die den Einfluss darauf haben? Also, wie gesagt, man muss die Problematik eingrenzen. Was ist denn der Wunsch oder was wird bemängelt bei dem Gesamten? Wird die Standmenge bemängelt? Wird die Oberfläche bemängelt oder wird die Genauigkeit bemängelt? Und daraufhin muss man dann reagieren. Also ich kann mit allen Möglichkeiten kann ich die Späne analysieren, die Bauteilanalyse machen und dann schaue ich mir die Werkzeuggeometrie an. Man kann sich den Prozess angucken. Würde ich es ganz anders machen? Vielleicht jetzt beim Werkzeugformbau-Fräsen kann man sagen, okay, ist die Frässtrategie überhaupt die richtige? Gibt es schon ein Kammsystem, das das Ganze optimiert hat? Wenn nicht, stellt sich die Frage, kann man ein Kammsystem implementieren? Wie jetzt eben iMachining oder SolidCam oder was es eben OpenMind, was es eben Hypermill, was es eben alles Mögliche gibt. Da kann man schon sehr viel damit erreichen. Das Zerspannungswerkzeug an sich kann man natürlich anhand vom Verschleiß beurteilen und einen Geometrievorschlag machen. Was man vielleicht mit mehr schneiden oder mit weniger schneiden, mit mehr Spanraum, mit weniger Spanraum. Die Schneidkantenbehandlung kann man angucken, welche Verrundungen kann man da drauf machen. Ist die Beschichtung die richtige? Ist die Hartmetallsorte die richtige? Gibt es diese alte, vielleicht schon abgedroschene Geschichte, ein Werkzeug funktioniert nur mit den 3 richtigen Faktoren. Substrat, Geometrie, Beschichtung. Diese Schnittmenge, die sehr klein ist für diesen Prozess, die optimale Schnittmenge zwischen Substrat, Geometrie und Beschichtung, die muss ich finden. Und die finde ich, ja, da gehört viel Erfahrung dazu, die zu finden. Und auch Versuche. Also man kann da nicht sagen, ja, das ist es jetzt, sondern da muss man vielleicht auch nochmal 1, 2 Iterationsschleifen machen, wenn man den Prozess optimieren will. Also Kompromisse schließen muss man immer bei solchen Prozessen. Wenn man optimieren kann man auch immer bei solchen Prozessen. Ist immer eine Frage, was ist das Ziel? Ja, also wir sehen, die ganze Thematik mit der Analyse eines Werkzeugs ist extrem wichtig. Man muss sich seiner Zielsetzung klar sein. Ja. Was habe ich
für eine Zielsetzung, was habe ich für eine Ausgangssituation, in welchem Bereich bin ich tätig. Und dann kann man ja schlussendlich sich so an die Hand geben lassen, es sind einfach mal die wichtigsten Kriterien. Ist meine Aufspannung super? Ist meine Maschine spielfrei? Sind meine Späne ideal? Wo sehen sie gut aus? Von der Farbe her, von der Form? Und dann natürlich, wenn die Dinge mal so abgeklopft sind, ich glaube, das kann dann der Nutzer und der Anwender an der Maschine relativ schnell auch in Eigenregie mal prüfen. Und da sind dann eben die weiterführenden Schritte dann adaptiv daraufhin dann eben zu finden. Das habe ich so richtig wiedergegeben, oder? Absolut. Da gibt es dann so Spezialisten wie in Daniel, der dann eben zum Beispiel Vollhartmetall-Fräsgeometrien entwickeln kann anhand dieser Daten. Wir machen oder ich überwiegend Wendeschneidplatten. Im Grunde ist es aber immer das Gleiche. Ich habe einen Span, beziehungsweise die Schneide, an der der Span entsteht, die gilt es zu beurteilen. Und dann ist erstmal unabhängig, um welchen Zerspannungsprozess handelt es sich hier. Ein Zerspannungsprozess mit geometrisch definierten Schneiden, also egal ob Bohren, Drehen, Fräsen, Reiben, gilt es zu analysieren anhand der Schneidkante. Und diese Schneidkante von dort aus nach hinten oder von der Maschine bis vor an die Schneidkante, diese Prozesskette, die muss ich mir angucken. Und bei jedem einzelnen Punkt muss ich entscheiden, habe ich eine Änderungsmöglichkeit, ja oder nein? Oder ist das Gegebene einfach fest vorhanden? Ich kann kein Haus neu bauen, nur wenn im Garten keine Tomaten wachsen, aber ich kann vielleicht den Boden tauschen. Ich kann eine neue Maschine kaufen, logisch. Ich kann eine neue Werkzeugaufnahme realistisch kaufen. Ich kann ein anderes Zerspannungswerkzeug einbauen und ich kann die gesamte Strategie des Prozesses anpassen. Okay. Ich finde die Erklärung total schön. Also ich versuche es immer, mich kurz zu fassen, natürlich so im Kundengespräch und sage, im Prinzip ist es nichts anderes wie ein Auto. Die Kontaktfläche, also alles, was an Beschleunigung und an Verzögerung übertragen wird, wird über den schmalen Kontaktpunkt an den Reifen übertragen. Und so ist ja im Prinzip mit der Zerspannung auch, der Prozess selber findet eben an der Schneidkante statt. Und das ist ein sehr kleiner Punkt, wo man relativ schwer hinsieht, so im Zerspannungsprozess. Aber was daraus entsteht, ist im Falle des Autofahrens, wenn die Kontaktfläche beim Bremsen nicht funktioniert, Blechschaden. Und bei der Zerspannung eben dementsprechend schlechte Standzeit, blöde Oberfläche, was auch immer. Kann ich immer nur sagen, wenn ihr ein Problem habt in der Zerspannung, meldet euch. Wenn ihr ein Problem habt mit dem Bauch oder mit dem Kopf, geht zum Doktor. Es gibt für alles eine Lösung. Absolut richtig. Das finde ich jetzt ein richtig schönes Schlusswort. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an meine beiden Interviewgäste. Matthias, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Gerne. Daniel, vielen lieben Dank für deine Expertise. Gerne. Und liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, für euch gilt natürlich, Kanal abonnieren, Kanal teilen, liken. Und wenn ihr spannende Themen habt, wenn ihr sagt, okay, wir wollen da mal eine Expertenmeinung zum Thema hören, meldet euch bei uns. Die Kontaktdaten sind bekannt oder in der Videobeschreibung zu finden. Und in diesem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ade. Ciao.